Lead is absorbed and can stay in our body for more than 30 years. These rules will protect workers across Europe from getting cancer. Die Gefahren von Blei für die menschliche Gesundheit sind seit Jahrzehnten bekannt. Das Schwermetall wird zwar nicht mehr in Rohren und Benzin verwendet, ist aber weit verbreitet und ein wichtiger Bestandteil unserer modernen Welt. So in this episode we've come to Belgium to look at the latest efforts at EU level to protect workers from harmful substances, including lead. What will new restrictions mean for public health? Why have they been updated? And do they go far enough? Welcome to Real Economy. Autobatterien, Dacheindeckungen, Hochspannungskabel. Europa verbraucht jedes Jahr Millionen Tonnen Blei. Aber was passiert, wenn die Produkte, die es enthalten, das Ende ihrer Lebensdauer erreichen? Dann kommen Unternehmen wie Campaign ins Spiel. Als einer der größten Blei-Recycler Europas gewinnt das Unternehmen in seinem Hauptwerk in Belgien und an Standorten in Frankreich große Mengen des Metalls zurück und bereitet es wieder auf. We are recycling about 90 to 95,000 tons of lead-containing scraps. Most of it are car batteries. In fact, we recycle in this plant here about 10,000 car batteries a day. And why is it important that places like this exist? Well, you know, if we wouldn't recycle those batteries, they would end up somewhere in a dump, which is obviously not that good. And by the way, the industry needs the lead, so it means that we would need to get lead from the mines, which either are in Europe or probably outside of Europe, which is, again, not that good for the environment. Die Firma spielt also eine wichtige Rolle bei der Verringerung unseres Abfallbergs. Aber Blei ist auch hochgefährlich. Aus diesem Grund nimmt das Unternehmen den Schutz seiner Mitarbeiter sehr ernst. Es gibt strenge Sicherheitsprotokolle, einschließlich regelmäßiger Bluttests für die Mitarbeiter. Die Grenzwerte für die Blei-Exposition des Unternehmens liegen weit unter den derzeitigen EU-Normen. Aber die neuen Vorschriften bedeuten, dass das Unternehmen noch mehr tun muss. We were well aware about these new regulations and we were working, of course, already for a long time into this direction. But of course, we will have to work further, but we will get there. Die neuen Vorschriften für Blei aktualisieren die früheren EU-Beschränkungen von 1982. Der biologische Grenzwert sinkt von 70 auf 15 Mikrogramm pro 100 Milliliter Blut. Aber warum diese Änderung und warum jetzt? The health effects of lead are known for a long time. But now we have more data indicating that these health effects also happen and occur at lower exposure levels. So we need to bring these levels down to prevent chronic disorders like, for example, cancer. Neben dem erhöhten Krebsrisiko gibt es Hinweise auf ein zusätzliches Risiko für weibliche Beschäftigte, da Blei schwangere Frauen und den sich entwickelnden Fötus schädigen kann. Arbeitnehmervertreter begrüßen die neuen Regelungen, bestehen aber darauf, dass sie in der gesamten EU durchgesetzt werden. Our experience is that it is a large diversity as to how these rules are effectively enforced at workplaces. And of course, that's where guidelines come in. It's where the role and the function of trade union reps, labor inspectorates and so on comes into play. But it is a challenge to ensure that these rules are applied equally throughout Europe. Neben Blei hat Europa zum ersten Mal auch die Exposition gegenüber einer Klasse von chemischen Verbindungen, den Diisocyanaten, begrenzt. Sie werden zur Herstellung von Polymeren, zum Beispiel in Windkraftanlagen, verwendet und können Atemwegserkrankungen wie Asthma hervorrufen. Zum Schutz der Arbeitnehmer in der sogenannten grünen Industrie wird der neue Grenzwert auf 6 Milligramm pro Kubikmeter bei einem 8-stündigen Arbeitstag festgelegt. In a moment, I'll speak to the MEP that helped to deliver Europe's new chemical limits. But before all that, here's our crash course. Strengere EU-Grenzwerte für Schadstoffe wie Blei treten bald in Kraft. Derzeit sind schätzungsweise 100.000 Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz dem Metall ausgesetzt. Blei ist hochgiftig und kann unter anderem Krebs auslösen, das Nervensystem schädigen, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, Nieren, Herz und Blut schädigen.
Jedes Jahr treten in Europa etwa 300 Krankheitsfälle auf, die auf eine Bleibelastung zurückzuführen sind. Die neuen Vorschriften sollen die Arbeitnehmer besser schützen, indem der Grenzwert auf weniger als ein Fünftel des derzeitigen Wertes gesenkt wird. Zum ersten Mal legt die EU auch Grenzwerte für Diisocyanate fest. Diese Chemikalien können Reizungen der Atemwege und Asthma auslösen. Derzeit sind schätzungsweise 4,2 Millionen Arbeitnehmer in der EU diesen Stoffen ausgesetzt. Nikolai Willemsen, thank you for speaking to Euronews. How significant are these new limits for the protection of workers? These are very significant. We are talking about that human lives will be saved, less workers will get sick from going to work, less workers will die. What we are doing is that we are revising for the first time in 40 years the limit value on lead, but we're also for the first time ever introducing a limit value on diicyanates. This means that metal workers, industrial workers, those who are making the wind turbine, who are making the batteries, those actually in the forefront of the green transition will be better protected due to this legislation. Are the limits low enough? Not if you ask me, and not if you ask the majority here in the parliament. But these are still significant improvements for workers. And I think it's also something that is a huge victory for me in these negotiations is that we managed to have a review clause. So within 5 years we'll have a review, meaning that we will not have to wait another 40 years for better improvement. Do you think you will be revising these rules pretty quickly then? That's of course important because we know there's always new technologies, there's always new things coming forward that shows that these harmful substances do more harm than we actually think. And the fact is just that now we're taking a significant step and we need to make sure that we don't have to wait decades again before further steps can be taken. How confident are you that these new limits will be enforced across the European Union? What we're speaking about here is hard law. So we're talking about union law that employers will need to respect. And if they do not respect that, then the authorities will have to make sure they face the consequences. Isn't it the case, no matter what you do, more and more workers could be exposed to these substances because of the green transition? Yes, more workers will be exposed to these dangerous substances due to the green transition. And that is why it is so crucial that we make sure that the workers are better protected. That those who do the green transition, the workers doing it underground, do not lose their life or get sick due to their work. Sobald die neue Chemikaliengesetzgebung in Kraft tritt, müssen die europäischen Mitgliedstaaten sie innerhalb von 2 Jahren in nationales Recht umsetzen.